Übung Nummer 1, Scapula Shrugs. Ihr könnt wieder anfangen, entweder im herabschauenden Hund. Das Ziel wäre Chest to Wall, Scapula Shrugs oder auch freistehende Scapula Shrugs, je nach Level. Übung Nummer 2 sind Hollow Holds. Hier im Supersatz mit Supermans, also wir versuchen uns dann langsam zu drehen und hier im Superman zu sein. Übung Nummer 3 ist Push-Ups mit Fokus auf Scapula-Bewegung. Das heißt hier gerne auf den Knien, hinten die Schulterblätter zusammen, komplett raus oder ganz im Liegestütz. Übung Nummer 5 machen wir heute Y-Races. Ne, Übung Nummer 4 sind wir erst. Übung Nummer 4, Ab-Compressions. Also hier versuchen, Zehen sind gestreckt, Knie zusammen, Hände auf dem Boden und hier auch gut für den Kick-Up. Und dann Übung Nummer 5 machen wir herabschauender Hund in die Liegestützposition und wieder zurückschieben. Das ist das Workout für heute. Macht euch bereit. Es geht los in 5. Übung Nummer 1, Scapula Shrugs. Versucht die Schultern bzw. die Scapula so weit wie es geht am oberen Punkt rauszudrücken, kurz halten, dann wieder reinsacken und wieder raus. Wenn ihr nicht mehr könnt, macht ihr eine Regression, das heißt, ihr könnt zum Beispiel an die Wand bzw. in den herabschauenden Hund und hier weitermachen. Und Pause. Übung Nummer 2, Hollow Holds. Pause gleich vorbei. Macht euch ready und Hollow Holds. Könnt euch auch hier hin und her bewegen. Wichtig ist, dass ihr nicht mit dem Bein nach oben bzw. den Winkel zwischen Bein und Oberkörper verändert. Wenn ihr nicht mehr könnt, macht ihr Regressions, nehmt ihr die Hände neben den Körper oder langsam die Beine anwinkeln. Und wir drehen uns in den Superman. Hier, die Arme sind durchgestreckt, Oberkörper vom Boden weggezogen und Pause. Übung Nummer 3, Push-Ups, Fokus auf Scapula-Bewegung. Macht euch bereit. Schultern sind über den Handgelenken. Hier geht es nicht um die Anzahl, sondern hier geht es um die Qualität des Liegestützes. Am oberen Punkt die Scapula so weit raus wie es geht und am unteren Punkt hinten ganz zusammenziehen. Und Pause. Übung Nummer 4, Ab Compressions. Und los geht's. Beim Abheben der Beine atme ich gerne aus und dann langsam absetzen. Wenn ihr nicht mehr könnt, die ganze Sache einbeinig weitermachen. Wenn ihr die Beine zu hoch abheben könnt, dann geht ihr weiter nach vorne mit den Händen. Und Pause. Das war Übung Nummer 4. Übung Nummer 5. Herabschauender Hund. Switch in die Liegestützposition. Versucht die ganze Zeit, so weit wie es geht, in der Scapula rausgedrückt zu sein. Das heißt von Scapula-Elevation im herabschauenden Hund
bis zu Scapula-Protraktion in der Liegestützposition. Wenn es ein bisschen schwieriger braucht, könnt ihr mit den Schultern über die Handgelenke drüber und dann wieder zurück. Am vorderen Punkt kurz halten. Versucht Körperspannung beizubehalten. Knie zusammengedrückt, Hintern angespannt und Pause. Das war Runde Nummer 1. Runde Nummer 2 geht gleich weiter. Wieder mit Scapula Shrugs. Versucht hier auch Körperspannung beizubehalten. Knie sind zusammengedrückt. Zehen sind gestreckt. Und Pause. Übung Nummer 2 sind wieder die Hollow Holds. Macht euch bereit. Und los geht's. Zehen sind durchgestreckt, Knie drücken zusammen. Und wir drehen uns. Hier aktiv die Oberschenkel weg vom Boden ziehen. Arme sind durchgestreckt. Der Oberkörper liegt auch nicht auf dem Boden auf. Und Pause. Übung Nummer 3 sind die Push-Ups wieder mit Fokus auf Scapula-Bewegung. Geht in die Position. Ihr könnt auch in der Liegestützposition eure Zehen durchstrecken. Macht die Sache noch mal ein bisschen anstrengender. Versucht im Posterior Pelvic Tilt zu bleiben. Und Pause. Übung Nummer 4. Wieder Ab Compressions. Zehen sind durchgestreckt. Beim Abheben ausatmen und dann langsam absetzen. Versucht nicht mit dem Oberkörper nach hinten abzuhauen, sondern aktiv mit dem Oberkörper gegen die Beine zu arbeiten. Pause. Übung Nummer 5. Herabschauender Hund. Wechsel in die Liegestützposition. Versucht die Bewegung aktiv aus den Schultern initiieren. Auch hier die Spannung beibehalten. Hintern ist angespannt. Knie sind zusammengedrückt. Fersen drücken zusammen. Schultern die ganze Zeit so weit rausgedrückt, wie ihr könnt. Und Pause. Runde Nummer 2 geschafft. Runde Nummer 3 geht gleich los. Mit Scapula Shrugs. Und los geht's.
Versucht, eine möglichst saubere Linie zu haben. Knie sind zusammengedrückt, Hintern angespannt, Bauchnabel eingezogen. Am oberen Punkt so weit rausdrücken, wie ihr könnt. Dann einsacken und Pause. Übung Nummer 2. Wieder Hollow Holds. In der letzten Runde versuchen wir die Hollow Holds die kompletten 35 Sekunden durchzuhalten. Es wird immer wichtiger zu atmen. Versucht kleine Atemzüge in den Bauch zu machen, durch die Nase. Und aus dem Mund wieder ausatmen. Hände sind durchgestreckt, Arme sind durchgestreckt. Zehen strecken durch und Pause. Übung Nummer 3. Push-ups. Fokus auf Scapula-Bewegung. Fangt an mit den Schultern über den Handgelenken. Scapula komplett in die Protraktion. Wie gesagt, gerne könnt ihr die Zehen auch durchstrecken. Komm, weiter geht's, gleich geschafft. Pause. Übung Nummer 4, Ab Compressions. Es geht gleich weiter. Und los geht's. Versucht auch hier, so weit wie es geht, in der Scapula rauszudrücken. Mit dem Oberkörper aktiv gegen die Beine arbeiten. Wenn ihr nicht mehr könnt, macht eine Regression. Ein Bein nur noch anheben. Aber hier gilt das Gleiche. Aktiv mit dem Oberkörper gegen die Beine arbeiten. Und Pause. Übung Nummer 5. Herabschauender Hund in die Liegestützposition. Versucht die Bewegung bewusst aus den Schulterblättern auszuführen. Und auch beim Zurückschieben aktiv den Boden von euch wegdrücken, beziehungsweise den Boden von euch wegschieben und vom herabschauenden Hund in die Liegestützposition den Boden zu euch herziehen. Sehr stark. Nice. Anstrengend gewesen. Jetzt sind wir froh um die 16 Grad in dem Raum. Ja? Sehr stark. Nice. Danke dir. Gute Arbeit.